Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. So herzlich die Atmosphäre, der hohe Gast so charmant und witzig. Er schwärmte von alter Freundschaft und das auch noch auf Deutsch. Man hätte fast vergessen können, wie es in den letzten Jahren zuging zwischen dem Vereinigten Königreich und den EU-Europäern. Wie die Tonlage verrutschte und Porzellan zerschlagen wurde. Wozu die königliche Familie allerdings nie beitrug. Man darf vermuten, dass gerade die Queen, die seit frühester Jugend mit Weltpolitik und dem Untergang des Empire befasst war, eher entsetzt war über den Populismus und die Ressentiments, die sich mit den Brexit-Kampagnen Bahn brachen. Ihr Sohn muss nun helfen, die Scherben zusammenzukehren. Diese Charmoffensive ist Ihrer Majestät in Deutschland durchaus geglückt, berichtet Andreas Künast. Am Honigstand Perschke auf dem Wittenbergplatz kommt für einen Moment alles zusammen. Das überaus höfliche Dauerlob ihrer Majestäten. Außergewöhnlich. Das überaus unhöfliche Dauerschimpfen der Fotografen. Frau Giffey, brauchen Sie noch mal ein Bild? Und die überaus sorgfältig vorbereitete Botschaft, die König Charles vom Berliner Ökomarkt senden will, dass er selbst ein Öko ist. Das ist meiner. Einmal Honig für den Honigverkäufer. Falls es ein Argument braucht für Großbritanniens Festhalten an der Monarchie, dann die Anziehungskraft, die das Königshaus auf aktuelle deutsche Marktbesucher genauso ausübt wie auf ehemalige deutsche Parlaments- und Bundespräsidenten, auf fast das komplette Who is Who der Republik. Die Rede, die King Charles als erster Monarch überhaupt im Bundestag hält, ist eine Wiederannäherungsrede 3 Jahre nach dem Brexit. Eng abgestimmt mit Londons Außenminister James Cleverly, der Charles durch Deutschland begleitet. Noch immer bewundern wir unsere gegenseitige Kultur, noch immer sind wir wirtschaftlich voneinander abhängig, noch immer lassen wir uns voneinander inspirieren. Auch wenn jüngere Generationen vielleicht eher an die Beatles denken oder Kraftwerk. Der versöhnliche Ton, den der König anschlägt in Berlin, unterscheidet sich hörbar von der Kritik, ja Genervtheit, die zuletzt aus London gemeldet wurde. Bundeskanzler Scholz wird heute keine Zögerlichkeit mehr vorgeworfen, nicht öffentlich und vermutlich auch nicht beim persönlichen Gespräch im Kanzlerbüro. Im Gegenteil. Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zukommen zu lassen, ist überaus mutig, wichtig und willkommen. Den Standing Ovations der deutschen Ministerpräsidenten, der Bundesregierung, des gesamten Bundestags, den Ovationen für Ihre Majestät schließt sich eine Partei mit Bauchschmerzen an. Es habe schon schlechtere Reden gegeben. Aber das ändert ja nichts daran, dass das total skurril ist, dass sich die gewählten Parlamentarierinnen in fast sakraler Stimmung vor einem Monarchen verbeugen in Deutschland. Ich finde, das ist völlig aus der Zeit gefallen. Dem Monarchen ist Deutschlands Einsatz für die Ukraine wichtig. So wichtig, dass Charles die Bundeswehr besucht, das deutsch-britische Brückenbataillon. So wichtig, dass Charles ukrainische Flüchtlinge besucht, das Ankunftszentrum in Tegel. Während Camilla ebenfalls ukrainische Flüchtlinge besucht, in einem Projekt der Berliner Stadtmission. Am Abend klettert Charles III. Durch einen Straßengraben, um den Deutschen in der Uckermark noch ein bisschen näher zu sein. Man kam sich entgegen heute, von beiden Seiten. Es soll ja mehr Verkehr auf die Schiene, mehr Personen und mehr Güter. Dazu einigte sich die Ampelkoalition ja sogar darauf, die Lkw-Maut zu erhöhen und die Einnahmen daraus der Bahn zugutekommen zu lassen. Geld braucht sie auch dringend. 89 Milliarden allein, um ihr marodes Schienennetz zu sanieren. Soll es darüber hinaus auch noch modernisiert und ausgebaut werden, braucht es noch mal deutlich mehr. Und nebenbei sitzt das Unternehmen Bahn noch auf einem Schuldenberg von knapp 30 Milliarden. Heute präsentierte sie ihre Jahresbilanz. Hans-Jürgen Piel berichtet. Die Deutsche Bahn kommt nicht aus den roten Zahlen. Auch wenn sie heute einen Gewinn vor Steuern von 1,3 Milliarden Euro präsentierte, unterm Strich fuhr sie ein Minus von mehr als 200 Millionen ein. Der Bahnchef trotzdem optimistisch im Videostatement.
Den wirtschaftlichen Erfolg verdanken wir wesentlich unserer Logistiktochter DB Schenker, die den höchsten Umsatz und den höchsten Gewinn in ihrer Geschichte gemacht hat. Den Ausbau unserer Zugflotte haben wir weiter vorangetrieben. Noch nie hatten wir für unsere Fahrgäste so viele und so moderne Züge wie heute. Gleichzeitig waren die Züge aber auch noch nie so unpünktlich. Jeder dritte Fernzug kam 2022 verspätet. Die Ursache ist bekannt. Das Schienennetz verschlissen, überlastet und damit verantwortlich für die meisten Behinderungen. Dazu bis zu 1200 Baustellen pro Tag, jede Einschränkung ein Risiko für weitere Verspätungen. Dieses Jahr wird kaum besser. Neben Hunderten kleinerer Baumaßnahmen stehen allein 11 Großbaustellen mit monatelangen Sperrungen an. Kassel-Fulda ist dabei der dickste Brocken. 85 Kilometer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung müssen erneuert werden. Mehr als 5 Monate Vollsperrung ab diesem Wochenende. Alle Züge werden umgeleitet. Fahrzeitverlängerung bis zu 1 Stunde. Die Befürchtung? Die Gefahr besteht, dass Fahrgäste dauerhaft abwandern, eben weil sie es leid sind, dass sie eben Stunden länger unterwegs sind oder eben vielleicht überhaupt nicht mehr fahren können, weil keine Sitzplätze mehr vorhanden sind bei den wenigen Zügen, die noch fahren. Dabei ist das nur ein Vorgeschmack. Im nächsten Jahr beginnt die Generalsanierung, Ausbau und Digitalisierung der 40 wichtigsten Schienenkorridore. Weil Arbeiten gebündelt werden, sind die dann voraussichtlich noch länger gesperrt. Ziel: ein Hochleistungsnetz, das ab 2030 jahrelang baufrei bleiben soll. Währenddessen kommt scharfe Kritik an der Lage der Bahn vom Bundesrechnungshof. Als Sanierungsfall sieht der nicht nur das Netz, sondern die DB insgesamt. Die finanziellen Probleme sind immer größer geworden. Das ist nahezu ein Fass ohne Boden, weil die Schulden wachsen und die Einnahmen liegen schon unter dem, was der Bund jedes Jahr geben muss, um die Bahn in Betrieb zu halten. Es laufen jeden Tag 5 Millionen Euro Schulden neu an. Da sind die im Koalitionsausschuss gerade beschlossenen Unterstützungsmilliarden für die Bahn aus der Lkw-Maut angesichts rasant wachsender Verschuldung natürlich höchst willkommen. Ja, nachgefragt bei unserer Wirtschaftsfachfrau Valerie Haller. Valerie, was ist da schiefgelaufen, dass die Bahn so stark in die finanzielle Misere geraten ist? Ja, vielleicht muss man da ein Stück zurückgehen, um das zu verstehen. Vor 15 Jahren wollte die Bahn an die Börse gehen, um sich schick zu machen. Für Investoren hat sie einen ganz strikten Sparkurs eingeleitet. Weichen und Gleise wurden abgebaut, Strecken stillgelegt. Ja, und die fehlen heute, vor allem eben, da die Verkehrsmengen so stark gewachsen sind. Ein weiteres Problem sind politische finanzielle Fehlanreize. Also Instandhaltung muss die Bahn nämlich selbst bezahlen. Neue Gleise zahlt der Bund. Und das erklärt auch, warum Reparaturen so lange so unattraktiv für die Bahn waren. Hinzu kommen fragwürdige Investitionen in Megaprojekte wie Stuttgart 21, ein komplexes Firmengeflecht mit zahlreichen Auslandsbeteiligungen, wodurch sich die Bahn schwer managen lässt, und die Vernachlässigung durch die Politik, die jahrelang stärker auf den Autoverkehr als auf die Schiene gesetzt hat. Kritiker sagen, die Bahn wurde systematisch kaputt gespart. Die Sanierung ist nun aber dringlicher denn je. Dafür will die Bahn auch milliardenschwer in Vorleistung gehen. Und angesichts steigender Zinsen ist das natürlich eine teure Angelegenheit. Immerhin gibt es nun eine kräftige Finanzspritze von der Politik, auch wenn das nur ein Anfang sein kann. Dankeschön, Valerie, für die Einschätzung. Hinzu kommt der Tarifkonflikt mit der Eisenbahngewerkschaft EVG, die sich ja mit Verdi verbündet hat und am Montag in einer gemeinsamen Aktion den öffentlichen Verkehr hierzulande mehr oder weniger lahmlegte. Bei Verdi war heute die 3. und letzte Verhandlungsrunde. Die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst legten auch ein neues Angebot vor, das die Gewerkschaftsführung aber abschlug. Damit sind die Verhandlungen bis auf Weiteres gescheitert. Wie es jetzt weitergeht, berichtet Nicola Albrecht. Es bedarf keiner fantasievollen Interpretation dieser Szenen, um zu sagen, dass die Gewerkschaften einer Einigung nach langem ritualisiertem Tauziehen nicht zugestimmt haben, ist ein Schock. Und zwar für die Arbeitgeberseite. Innenministerin Nancy Faeser und Karin Welge, Verhandlungsführerin für die Kommunen, ringen in der nächtlichen Pressekonferenz um Kontenance. Wir stehen noch unter dem Eindruck sehr intensiver 3 Tage, wo wir hart gerungen haben, um die Chance, ein Ergebnis zu erzielen. Ich glaube, ein Gelächter von der rechten Seite hier verbietet sich deutlich. Die Brücke, die wir geschlagen haben, ist keine gewesen, die man hätte nicht begehen können. Insoweit steht uns die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.
Und so sieht er aus, der Graben, über den die Brücke hätte geschlagen werden sollen. Verdi und Beamtenbund fordern 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 € monatlich, Laufzeit 12 Monate. Das Angebot von Bund und Kommunen, 8% mehr Lohn, ein Mindestbetrag von 300 €, dazu eine steuerfreie Einmalzahlung von 3.000 €, Laufzeit 24 Monate. Keine Gesprächsgrundlage für Verdi-Chef Wernicke. Wir mussten feststellen, dass Bund und Kommunen, dass die öffentlichen Arbeitgeber nicht in der Lage sind, den notwendigen Schritt auf die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften zuzugehen, um einen tatsächlich sozial gerechten Abschluss möglich zu machen, der insbesondere die Beschäftigtengruppen mit nicht so hohen Einkommen ausreichend berücksichtigt und würdigt. Es ist offensichtlich, die Gewerkschaften wollen ein Zeichen der Macht setzen. Fühlen sich bestärkt durch die jüngst hohe Streikbereitschaft und 70.000 neue Mitglieder in den letzten 3 Monaten. Die Kräfteverhältnisse beginnen sich zugunsten der Arbeitnehmer zu verschieben, meinen Beobachter. Wir haben eine Situation, die dadurch geprägt ist, dass es einen Arbeitskräftemangel gibt, der den Gewerkschaften einen enormen Rückenwind ermöglicht. Wir haben die Situation, dass 3 Jahre Corona Gewerkschaften nicht sichtbar gewesen sind und Gewerkschaften brauchen Sichtbarkeit. Damit ist das erste Mal, dass sie wieder deutlich machen können, wie handlungs- und durchsetzungsfähig sie sind. Und drittens erwarten die Beschäftigten einen starken Ausgleich der Inflation. Für die vorerst gescheiterte Tarifrunde sollen nun 2 unabhängige Schlichter eine Einigung herbeiführen. Für die Arbeitgeberseite verhandelt der ehemalige sächsische Ministerpräsident Jörg Milbrath. Die Gewerkschaften vertritt der ehemalige Bremer Staatsrat Hans-Henning Lühr. Bis Mitte April haben sie Zeit, einen Vorschlag auf den Tisch zu legen. Gestreikt werden darf währenddessen nicht. Es herrscht Friedenspflicht. Und es gibt noch mehr Tarifkonflikte. Damit beginnen bei dir die Nachrichten, Heinz. Ja, heute gab es Warnstreiks von Ärztinnen und Ärzten an kommunalen Kliniken in 6 Bundesländern. Der Marburger Bund hatte dazu vor der nächsten Verhandlungsrunde kommende Woche aufgerufen. Zur zentralen Kundgebung auf dem Münchner Marienplatz kamen nach Gewerkschaftsangaben rund 4.000 Ärztinnen und Ärzte. Die Forderung: ein Ausgleich für die Preissteigerungen und eine Erhöhung der Gehälter um 2,5%. Die Inflation in Deutschland hat sich im März abgeschwächt. Das Statistische Bundesamt hat nach vorläufigen Daten einen Anstieg von 7,4% gegenüber dem März letzten Jahres errechnet. Der russische Krieg gegen die Ukraine und die Energiekrise wirken sich seit einem Jahr massiv auf die Preise bei uns aus. Im letzten halben Jahr lag die Inflationsrate meist deutlich über 8%. Jetzt ist sie wieder darunter. Die Zahl der Straftaten in Deutschland ist 2022 gestiegen um 11,5% im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Ein Grund dafür ist etwa der Wegfall der Corona-Maßnahmen. Bundesinnenministerin Faeser wies auch auf ein entsetzliches Ausmaß sexualisierter Gewalt an Kindern hin. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 verzeichnet die Statistik deutlich mehr Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe. Auch Verstöße gegen das Asyl- und Aufenthaltsrecht nahmen zu. Besonders stark stieg die Wirtschaftskriminalität. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich kurz vor einer Reise nach Peking dafür ausgesprochen, das Verhältnis zu China neu auszurichten. Die EU müsse unabhängiger werden und vor allem die wirtschaftlichen Risiken im Verhältnis zu China minimieren, forderte sie in Brüssel. Es sei aber nicht im Interesse Europas, sich von China abzukoppeln. In Israel haben sich tausende Unterstützer der umstrittenen Justizreform versammelt. Mehrere rechte Organisationen hatten zu dem Protest aufgerufen. Die Koalition von Ministerpräsident Netanyahu will mit der Reform den Einfluss des höchsten Gerichts beschneiden und die Machtposition der Regierung ausbauen. Erst vor kurzem war das Vorhaben nach massiven Protesten vorübergehend gestoppt worden. 2016 zeigten die Cybertruppen des russischen Geheimdienstes der Welt erstmals, was sie können und auch zu tun bereit sind. Im US-Wahlkampf mit der Hacking-Attacke auf die Demokraten und ihre Kandidatin Clinton. 2017 folgte der Angriff auf eine ukrainische Finanzsoftware, der dazu führte, dass weltweit Firmencomputer zerstört wurden, Containerschiffe in Häfen festsaßen, Bohrinseln außer Betrieb gingen.
Es entstand ein Milliardenschaden, der bislang kostspieligste Cyberangriff in der Wirtschaftsgeschichte. Das gibt eine Vorstellung davon, mit welchen Angriffen nicht nur in der Ukraine, sondern auch hier im Westen jederzeit zu rechnen ist. Hinzu kommt, dass russische IT-Leute auch in westlichen Unternehmen arbeiten. Vor dem Krieg waren sie begehrte Mitarbeiter, die man gerne von russischen IT-Firmen übernahm. Doch nicht jede normal und harmlos wirkende russische IT-Firma ist auch normal und harmlos. Dank eines Whistleblowers konnten westliche Medien, darunter die ZDF-Redaktion Frontal, tiefe Einblicke in Moskaus Cyberpläne gewinnen. Ulrich Stoll und Christian Rode über die Enthüllungen der sogenannten Vulkan-Files. Als Putins Truppen vor gut einem Jahr die Ukraine überfallen und Kiew bombardieren, geht rund 1700 Kilometer westlich in München eine erstaunliche Nachricht ein. Es meldete sich eine Person über ein digitales Postfach, über das man anonym Hinweise geben kann. Und diese Person sagte, ich möchte geheime Dokumente teilen über eine Firma und hinter dieser Firma verbergen sich Geheimdienste. Der Whistleblower überlässt dem Journalisten tausende geheime Papiere einer russischen IT-Firma. Ihr Name NTC Vulkan. Moskau, der Firmensitz von Vulkan im Nordosten der Metropole. Ein internationales Team von mehr als 50 Journalisten, darunter ZDF und Spiegel, beginnt die Dokumente zu analysieren. Demnach entwickelt die Firma eine Software mit folgenden Zielen: Lahmlegen von Kontrollsystemen von Eisenbahn, Luft- und Schiffstransport und Identifizieren von Schwachstellen kritischer Infrastruktur, um sie anzugreifen. Mit den Vulkan-Files liegen nun erstmals umfassende Belege dafür vor, wie der Kreml weltweit Cyberangriffe organisiert. An diesen Beispielen und auch an vielen Vorfällen der letzten Jahre wird deutlich, dass es eine reale Gefahr aus dem Cyberraum gibt für die kritische Infrastruktur in Deutschland. Eines der Vulkan-Programme soll Internetzugänge in besetzten Gebieten in der Ukraine sperren und stattdessen eigene russische Inhalte verbreiten. In den Leaks steht, wie das funktionieren soll. Anfragen von Usern werden auf erwünschte Internetressourcen in vorgesehenen Territorien umgeleitet. Man geht also in ein Gebiet, übernimmt die Kontrolle über die Kommunikation und nutzt diese Kontrolle dann, um Desinformation zu verbreiten, soziale Medien zu manipulieren und Informationen zu unterdrücken. Westliche Nachrichtendienste bestätigen die Echtheit der Vulkan-Files. Erst Firmen wie Vulkan würden russische Geheimdienste zu Cyberattacken auf den Westen befähigen. Doch, wer sind Putins Cyberkrieger? Ein ranghoher früherer Mitarbeiter lebt mittlerweile in Dublin. Ein Nachfrageversuch. Hallo, können wir Ihnen ein paar Fragen zu Vulkan stellen? Nein, ich möchte keine Fragen beantworten zu einer Firma Vulkan. Ich will dazu keinen Kommentar abgeben. Nur einer traut sich anonym vor die Kamera. Er hat Vulkan mittlerweile verlassen, nicht ohne Grund. Russland ist ein Polizeistaat und ich will helfen, das Regime zu schwächen. Die Leute sollen wissen, dass es Firmen gibt wie Vulkan, die diese Art von Software entwickeln. Weder die russische Regierung noch die IT-Firma Vulkan haben auf detaillierte Fragen des Rechercheteams zu Putins Cyberkriegern geantwortet. Wenn Sie wissen wollen, wie die monatelange Recherche zu den russischen Cyberkriegsplänen ablief, dann schauen Sie sich die Frontaldokumentation, die Vulkan-Files, an, ab sofort in der ZDF-Mediathek. Neben Cyberattacken und digitaler Desinformation greift Russland aber auch gerne zu klassischen Methoden, etwa die Festnahme westlicher Staatsbürger, denen dann beispielsweise Drogenschmuggel vorgeworfen wird, wie der amerikanischen Basketballspielerin Brittney Griner, die dann von der US-Regierung gegen einen russischen Waffenhändler freigetauscht wurde. Geiseldiplomatie ist der unschöne Begriff dafür. Nun gibt es erneut eine Festnahme, diesmal unter dem Vorwurf der Spionage, ein Klassiker. Festgenommen wurde ein Korrespondent des Wall Street Journals, womit natürlich auch eine Warnung an alle westlichen Journalisten geschickt wird. Emma Thewesen berichtet. Es hatte was von Schnellgericht, keine ordentliche Anhörung für Evan Gershkovich, der amerikanische Reporter, ein Spion. Allein die Behauptung reichte schon, das Verfahren für streng geheim zu erklären und ihm seinen Anwalt zu verweigern. Ich durfte gar nicht rein ins Gericht und die Staatsanwaltschaft sagte mir, sie hätten gar keine Unterlagen über diesen Fall. Sowas passiert hier immer wieder.
Nun verschwindet der 31-Jährige erstmal, wohin, weiß niemand, bis zum Prozess Ende Mai. Und das Urteil scheint schon längst gefällt auf höchster politischer Ebene. Es geht nicht um Anschuldigungen, so Kreml-Sprecher Peskow, er wurde in flagranti erwischt. Gershkovits wurde in Jekaterinenburg verhaftet, 1800 Kilometer von Moskau entfernt. Der russische Geheimdienst behauptet, er wollte die Rüstungsproduktion ausspionieren im Auftrag der US-Regierung. Das würde er nie tun, meint ein Freund des Wall Street Journal-Reporters. Wenn Sie in den letzten 5, 6 Jahren starke Texte über die russische Gesellschaft und die Opposition gelesen haben, dann kam das mit hoher Wahrscheinlichkeit von Evan. Das jetzt ist schockierend und niemand glaubt, dass er wirklich spionieren würde. Vielleicht revanchiert sich Moskau dafür, dass in Washington jetzt ein Spion aufflog, der sich in US-Regierungskreise einschleichen sollte. Unter falscher Identität als Brasilianer Victor Ferreira hatte der gebürtige Russe Sergei Cherkassow an der Johns Hopkins Universität studiert, Kontakte in höchste Sicherheitskreise geknüpft. Teil einer jahrelang vorbereiteten Operation des russischen Geheimdienstes. Cherkassow sitzt nun in Brasilien in Haft. Soll Evan Gershkovits etwa als Verhandlungsmasse dienen? Wir müssen das in einer Reihe mit ihren Nukleardrohungen und der Aufkündigung von Verträgen sehen. Sie wollen den Druck erhöhen und dem Westen signalisieren, dass Moskau dafür jedes Werkzeug nutzt, sogar Geiselnahmen. Es wäre nicht das erste Mal. Zuletzt wurde Basketballstar Brittney Griner zusammen mit einem anderen Amerikaner freigetauscht. Weitere sind immer noch in russischer Haft. Aber Gershkovits ist der erste US-Journalist seit 37 Jahren, dem Russland Spionage vorwirft. Dieser Vorwurf ist lächerlich. Das stimmt nicht und wir finden es unglaublich lächerlich. Moskau sieht das anders. Evan Gershkovits drohen 20 Jahre Haft, vermutlich ohne rechtsstaatliches Verfahren. Und jetzt noch mal weitere Meldungen des Tages 1. Die Sonderregelung für telefonische Krankschreibungen endet morgen. Sie war in der Corona-Krise eingeführt worden, um Arztpraxen zu entlasten, unnötige Kontakte zu reduzieren und Corona-Infektionen zu vermeiden. Die Regelung wurde mehrfach verlängert und zuletzt bis 31. März. Die Gasspeicher in Deutschland kommen relativ gut gefüllt aus dem Winter, dank eher milder Temperaturen und Einsparungen. Aktuell liegt der Stand bei gut 64%. Der Präsident der Netzagentur Müller sprach von einem großen Erfolg und sagte, das werde helfen, die Speicher auch für den nächsten Winter ohne russisches Gas zu befüllen. Der Anteil erneuerbarer Energien in der EU soll deutlich steigen. Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, die bisherige Zielmarke bis 2030 von einem Anteil von 32% auf mindestens 42,5% anzuheben. Zuletzt lag der Anteil EU-weit bei rund 22%. Dass manche Altbauten und Villen des 19. Jahrhunderts so überaus prächtig ausfielen, geradezu palastartig, mit Stuck und Gold und teils in absurd großen Ausmaßen, das lag auch daran, dass das Bürgertum versuchte, Glanz und Lebensstil des Adels zu kopieren. Wer reich geworden war im Zuge der beginnenden Industrialisierung, wollte nun auch wohnen wie Fürsten und Könige. Da man aber ja keine jahrhundertealten Schlösser erbte, baute man sich seine Paläste eben neu, aber im alten Stil. Wie die Familie Krupp ihre Villa Hügel, die ihr 150-jähriges Bestehen feiert. Dorte Färber berichtet. Das hier steht als Einfamilienhaus im Grundbuch der Stadt Essen. Die Villa Hügel thront seit 150 Jahren überm Ruhrgebiet. Drinnen 269 Räume, mehr als 8000 Quadratmeter Wohnfläche. Die Unternehmerfamilie Krupp zog einst hier zu dritt ein. Es war privates Wohnhaus. Alfred Krupp, der Bauherr, wollte hier mit seiner Familie ein intimes bürgerliches Leben führen. Dass die Dimensionen dafür vielleicht nicht ideal sind, das wird jeder erfahren, der hier in diesem Hause steht. Auf der anderen Seite war das Haus immer Repräsentationsort. Hier soll die Leistungskraft, der Erfolg einer Firma repräsentiert werden. Leistungskraft damals, 3 Jahre Bauzeit trotz Lieferengpässen im Deutsch-Französischen Krieg. Alfred Krupp verdiente mit seiner Gussstahlfabrik sehr gut an diesem Krieg. Krupp, der Kanonenkönig.
Der empfing in seiner Villa Hügel dann Kaiser und Könige als Kunden. Die bekamen Gästezimmer mit vergoldeten Türklinken. Hier wohnten nacheinander 4 Familiengenerationen. Bis zu 570 Angestellte sorgten für sie, ihre vielen Gäste und die Geschäfte auf dem Hügel. Die Villa ist ein Spiegel deutscher Geschichte, vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik, mit allen hellen und mit allen dunklen Facetten dieser Geschichte. Denken Sie an den Nationalsozialismus und an Adolf Hitler, der hier auch zu Gast ist. Krupp und das Dritte Reich. Der letzte Hausherr der Villa Hügel wird in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen zu einer langen Haftstrafe verurteilt. In die Villa zieht die alliierte Kohlekontrollkommission. Seit den 50er Jahren ist die Villa für die Öffentlichkeit zugänglich. Jetzt, im Jubiläumsjahr, gibt es Räume zu sehen, die normalerweise verschlossen bleiben. Etwa die Küche. Originalrezepte gibt es gleich dazu. Und noch etwas ist neu. Wir haben den Hügel digitalisiert. Wir haben eine Hügel-App gemacht, mit der Menschen mit ihren Handys durch die Räumlichkeiten geführt werden und tatsächlich auch Augmented Reality hinter die Kulissen schauen können, ohne hinter die Kulissen gehen zu müssen. Auch nach 150 Jahren geht die Villa mit der Zeit und bietet Geschichte zum Erleben, jetzt mit App und Lichtkunst. Das war's im Heute-Journal. Gleich geht es bei Maybrit Illner weiter, die den Verhandlungsmarathon der Ampel aufarbeitet. Mit einer Gästerunde in Top-Besetzung mit allen 3 Parteivorsitzenden. Und um 0:30 Uhr gibt es dann unser Heute-Journal-Update mit Christopher Wehrmann. Und hier übernehmen morgen Abend Anne Gellinek und Hannah Zimmermann. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Abend. Morgen geht der März zu Ende. Er war etwas zu trüb, deutlich zu warm und viel zu nass. Deutschlandweit fielen mehr als 90 Liter pro Quadratmeter. Das sind 60% mehr, als im vieljährigen klimatologischen Mittel zu erwarten gewesen wäre. Wenn es jetzt noch 5 Monate so weiterginge, würde sich der Grundwasserspiegel erholen. Jetzt kommt erstmal ein Sturmtief heran. Sturmtief Markus bringt viel Wind, vor allen Dingen über dem Ärmelkanal, aber auch über der Mitte und dem Süden Deutschlands. Heute Nacht ziehen erstmal Schauer und Gewitter hier im Nordosten ab und in der zweiten Nachthälfte setzt dann kräftiger Regen im Südwesten ein. Das wird eine milde Nacht mit Tiefstemperaturen zwischen 12 und 5 Grad und morgen liegen die Höchsttemperaturen zwischen 11 und 16 Grad. Und vor allen Dingen in Norddeutschland wird das morgen ein total verregneter Freitag. Da werden Sie die Sonne kaum mal zu Gesicht bekommen. Am Nachmittag kann es in Süddeutschland häufiger mal für etwas Sonnenschein reichen. Da gibt es aber dann sehr kräftige Schauer und Gewitter und diesen starken bis stürmischen Wind. Wir erwarten 60 bis 90 Kilometer pro Stunde in Böen im Flachland und in den Bergen sogar mehr als 100 Kilometer pro Stunde. Der Samstag wird dann total verregnet sein. Am Sonntag setzt sich von Norden schon langsam die Sonne durch. Und am Montag wird es so kalt, dass sich Schneeflocken unter den Regen im Erzgebirge und am Alpenrand mischen. Und wenn Sie für die Karwoche noch ein Urlaubsziel suchen und es wärmer mögen, dann sollten Sie vielleicht eher Spanien oder Zypern anpeilen. Bei uns bleibt es mit einem Hoch kalt. Guten Abend.